Willkommen zurück bei Laura und Mariano. Wir sind wieder in Islamabad, der Hauptstadt von Pakistan. Aber diese Woche nicht im Van, sondern da oben in diesem Haus. Wir haben uns mal eine Wohnung genommen, weil wir ehrlich gesagt mal eine Auszeit brauchten. Seit wir aus dem Norden Pakistans zurückgefahren sind nach Islamabad, hatten wir eigentlich nicht so richtig eine ruhige Nacht. Und in Islamabad ist es jetzt auch wieder ziemlich heiß und ziemlich schwül. Also man kann jetzt auch nicht entspannt in einem Van schlafen gerade. Und es kamen noch sehr viele Sachen, die irgendwie alle schief gelaufen sind. Unser Carnet, unser neues ist wohl bei der Post verloren gegangen. Unser Pakistan-Visum wurde, Überraschung, immer noch nicht verlängert. Mit dem Iran-Visum dauert das ein bisschen länger als gedacht. Also es sind ganz viele Sachen, die uns irgendwie stressen und mitnehmen und nicht so laufen wie geplant. Und wäre es jetzt nur eine Sache von denen, die irgendwie nicht so funktioniert, kann man damit umgehen. Aber wenn sich das so häuft und man irgendwie keine Ruhe findet, dann ja, ist es irgendwann einfach so, dass es schwer ist, das auszuhalten und man dann einfach mal die Notbremse ziehen muss und sagen muss, okay, ich brauche jetzt eine Pause. Dann zeigen wir euch mal kurz unsere kleine, feine pakistanische Wohnung. Die liegt so ein bisschen außerhalb der Stadt und deswegen sind es auch nur 15 € die Nacht, die wir hier bezahlen, was halt echt nicht viel ist. Wir haben hier so ein schönes kleines Wohnzimmer mit einer schönen kuscheligen Couch und einem Smart TV, wo wir jetzt ganz entspannt das Internet nutzen können und halt YouTube-Sachen gucken können oder Filme und alles Mögliche. Hier eine schöne Küche, die jetzt nicht super krass, also unsere Ausstattung ist ehrlich gesagt besser, aber wir hatten jetzt auch nicht Bock, alles hier hochzuschleppen. Aber ja, ein Mini-Gasherd. Toaster haben wir natürlich nicht, okay, aber was sowas angeht, das haben wir natürlich alles. Und aber einen größeren Kühlschrank haben wir hier mit sogar einem Eisfach. Nutzen wir jetzt nicht, aber ja, tut seinen Zweck, aber ist jetzt nicht so, dass wir hier hingegangen sind, weil wir eine bessere Küche brauchen. Und dann kommt es zum wichtigsten Raum im Schlafzimmer. Mit Klimaanlage, hier kann ich ganz gut arbeiten. Wir haben hier wie gesagt Internet, 2 Balkons, super entspannt. Und dann hier das typische, wie nennt man das denn, arabische Badezimmer. So, also ne, man hat immer Schlappen, weil die Dusche so mitten im Raum ist. Und ja, alles was man braucht, klein und fein. Das Einzige, was fehlt, ist irgendwie ein Schreibtisch. Ich sitze jetzt immer hier, weil ich mag irgendwie nicht so im Bett sitzen und auf dem Laptop arbeiten. Aber ist auch so ein bisschen unbequem oder ich sitze so. Naja, so ist das leider. Aber weil hier das Internet so gut ist und es halt nicht so heiß ist, wie wenn wir draußen im Van sitzen, haben wir jetzt halt wieder auch viel geschafft, am Computer zu arbeiten. Ich glaube, man kann so eine Reise nur langfristig machen, wenn man halt dann zugibt, dass man mal Pausen braucht. Das sind hier auch einfach seit Monaten viele krasse Eindrücke, die wir haben. So alles ist hier anders, man spricht nicht die eigene Sprache und so. Und das macht einfach was mit einem. Umso froher sind wir, dass wir jetzt diese Entscheidung getroffen haben, sind jetzt hier eine Woche und hoffen, dass wir danach dann wieder mit neuer Energie und auch Reiselust wieder weiterziehen können. So, dann geht es jetzt weiter mit Arbeiten am Laptop. Wir müssen das hier ausnutzen, dass wir so ein bisschen Klimaanlage und ganz viel Strom haben. Mit meinem improvisierten Schreibtisch hier ist nicht so optimal. Ja, und während Mariano da irgendwie damit struggelt, dass er keinen richtigen Schreibtisch hat, tue ich hier das auch. Also ideal ist es nicht, aber hier ist halt die Klimaanlage. Und die muss ich einfach noch ein bisschen nutzen. Das ist einfach, ändert schon irgendwie ein bisschen das Lebensgefühl. Und ja, dann kann ich jetzt hier arbeiten. Und ist auch ganz gut, ganz ehrlich, wenn man mal ein bisschen Raum, mehr Raum als 8 Quadratmeter zwischeneinander hat und mal die Tür schließen kann und man hier mal alleine mit Familie und Freundinnen telefonieren kann und so weiter. So, heute ist mal wieder Zeit, etwas einzukaufen. Und das gibt mir die Chance, euch nochmal hier diese lustige Gegend zu zeigen. Also unser Haus ist ja auch so ein recht großes und das Erdgeschoss, das sind hier alles so potenzielle Geschäfte. Aber es ist halt noch alles leer. Hier wird viel gebaut, aber irgendwie ist das noch ziemlich ausgestorben. Und ich gehe alleine, Laura bleibt in der Wohnung, weil wir heute wahrscheinlich unser Carnet geliefert bekommen. Yeah! Das ist quasi unser Zolldokument für das Auto und ohne das können wir jetzt gar nicht weiterreisen. Und das ist voll lustig,
Neulich waren wir schon mal in Islamabad getrennt unterwegs. Sie war tagsüber in so einem Café, hat da am Laptop gearbeitet und so. Und ich habe viele Erledigungen gemacht, unter anderem. Wir haben ganz lange nach einem neuen Ölfilter gesucht. Und jetzt war ich in so einem Geschäft, die irgendwie Autoteile für europäische Autos haben. Und hier haben wir einen neuen Ölfilter und lustigerweise ist das, glaube ich, genau der gleiche, den wir schon mal vorher gekauft haben. Wir hätten damals halt richtig viele Ölfilter mitnehmen sollen, aber wir haben ja nie geplant, dass wir bis nach Indien und so weiter fahren. Deswegen hatten wir halt wir hatten nur noch einen Ersatzölfilter. Ach so, und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass als ich dann alleine den Tag über in Islamabad rumgefahren bin, die ganzen Erledigungen machen und so weiter, das passiert mir öfter in einigen Ländern. Dann haben so Leute angehalten und mich nach dem Weg gefragt, weil sie dachten, ne, ich bin halt irgendwie Pakistaner und so. Das ist immer ganz lustig. Und die Leute denken auch manchmal so, oh, dann fragen die Laura oder fragen uns, wo ihr herkommt, und die meinen eigentlich nur Laura. Und Deutschland, ah ja, und du auch aus Deutschland? Und die denken, ich bin immer dann der pakistanische Guide oder so. Im Iran war das ja auch schon so. Da war sie die russische Touristin und ich war der iranische Guide. So, ich bin jetzt hier im Market, so nennen die das immer. Das ist halt so der Ort, wo die ganzen Geschäfte immer sind. Es gibt sehr selten nur so richtige Supermärkte, wie wir das kennen. Meistens sind das halt einfach so kleine Geschäfte wie so ein Kiosk. Da gibt es dann halt hauptsächlich auch immer irgendwie Kühlschränke mit Getränken, Snacks, Chips, was auch immer. Und öfter dann halt auch noch so, keine Ahnung, irgendwelche Sachen in Dosen, Kosmetik, so alles Mögliche, was man eigentlich braucht. Also man braucht gar nicht so einen riesen Supermarkt hier. Und dann gibt es natürlich auch noch viele Gemüsegeschäfte oder halt so Straßenhändler, die dann auf dem Straßenstand Gemüse und Obst verkaufen. Oder halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Baugeschäfte und natürlich auch irgendwie Restaurants und sowas alles. Bei einem Straßenhändler habe ich jetzt schon ganz viel Obst und Gemüse gekauft, so für die nächsten Tage. Ich schaue jetzt nochmal, ob ich hier irgendwo das Brot bekomme, aber sonst brauchen wir auch eigentlich nichts. Ja, ich habe noch was richtig Cooles gefunden. So ein Reifenreparatur-Kit. Das wollten wir schon die ganze Zeit, weil wir jetzt ja schon öfter mal einen Platten hatten. Meistens kann man das ja auch ziemlich leicht irgendwie irgendwo reparieren lassen. Das war bisher nie das Problem. Aber für den Fall haben wir das jetzt mal. Dann können wir das auch mal ausprobieren. So, Brot habe ich jetzt auch noch gefunden. Habe gleich 10 Stück gekauft. Und frisch sind die natürlich immer am besten. Geil. Unser Auto kann jetzt das Land verlassen. Wir noch nicht. Unser Auto. Yeah. Das Kanister. Ui. Hammer. So, das war unsere ganze Obst- und Gemüseausbeute. Guck mal, was ich noch gekauft habe. Diese Reifenreparaturset. Geil. Wir hatten ja schon oft einen Platten, also wir brauchen sowas. Ja. Richtig gut. Ja toll, dann können wir das jetzt mal selber machen und müssen nicht irgendwie unseren Reifen abschrauben und irgendwen suchen, der das machen kann. Also abschrauben schon, aber... So, es ist mal wieder Stromausfall am Nachmittag. Irgendwie ist es jeden Tag nachmittags und abends einmal. Ja. Vielleicht also, das Schichtwechsel im Kraftwerk, Ja, denken ja. wir uns inzwischen. das war die Theorie. Aber wir haben zum Glück, um diese Zeit zu überbrücken, Sprachnotizen von ein paar Leuten runtergeladen, die uns was geschickt haben. Unter anderem, wenn ihr die kennt, die Mother Earth Nomads, mit denen sind wir immer im Austausch. Die reisen ja gerade mit dem Fahrrad um die Welt und machen auch ziemlich coole Videos. Also falls ihr die nicht kennt, schaut mal bei deren Kanal vorbei. Und wir quatschen immer mit denen, haben auch schon mit denen telefoniert, obwohl wir die auch gar nicht in echt kennen. Aber wir hoffen, dass wir die bald auch mal in echt treffen. Das wäre cool, aber auch so ist es halt ein großer Vorteil von Social Media, dass man echt viele coole andere Leute kennenlernen kann und sich dann so Freundschaften bilden und man sich so dann ja vielleicht auch mal in Zukunft wirklich persönlich trifft, vielleicht aber auch nicht und man halt so eine Online-Freundschaft entwickelt, von der man aber auch sehr viel mitnehmen kann auf jeden Fall. Naja, so wie früher auf ICQ. Hallöchen, ihr Lieben. Hallo! Jetzt wurde hier gerade unsere Wäsche wieder gebracht und wir haben nur unser Bettzeug mal abgegeben, weil das echt nach sehr viel Schwitzen, sehr viel Staub und so ein bisschen widerlich war, muss man ehrlich sagen. Alles andere haben wir jetzt selber per Hand gewaschen, weil die berechnen das dann immer nach Teil
Und bügeln das halt auch so krass und so. Und es gibt halt nicht sowas wie einen Waschsalon. Gibt es hier halt einfach nicht. Und uns wird es ja einfach reichen, eine Waschmaschine zu haben. Aber gut, jetzt haben wir halt nur diesen Teil abgegeben. Das ist jetzt wieder schön sauber. Und alles andere haben wir einfach selbst gewaschen. So, es ist jetzt gleich 22 Uhr und wie jeden Tag geht dann wahrscheinlich der Strom aus. Einmal wann mittags? Immer von 14 bis 15 Uhr und immer von 22 Uhr bis 23 Uhr. Ja, dass die Leute alle pünktlich ins Bett gehen. Oder vielleicht auch, gibt es nicht genug Strom für alle und dann wird immer ein Stadtteil für eine Stunde abgeschaltet und dann der nächste. Keine Ahnung, auf jeden Fall war das bisher jeden Abend. Wir gucken gerade auch noch klettern, jetzt ist die letzte Kletterin an der Wand. Hoffentlich schaffen wir das noch. Ui! Janja! Stick in that first hole there without needing to pull through. Ja. Ui, oh. So, das Airbnb-Leben ist zu Ende. Tschüss Klimaanlage, war schön. Tschüss Fernseher, war auch schön. Fake, wir bleiben noch. Nee, Scherz, aber wir müssen noch die Kamera mitnehmen. Das Relaxen in der Ferienwohnung ist vorbei. Wir müssen noch einiges erledigen und nehmen euch dabei mit. Das und mehr von Islamabad zeigen wir euch aber alles in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Bis dahin.